Willkommen zurück bei Return to Monkey Island. Ich weiß nicht, wie lange wir hier in diesem Spiel noch verbringen werden, bis wir am Ende ankommen. Aber hoffen, dass wir hier noch eine gute Zeit haben werden. So, jetzt haben wir etwas gesehen beim letzten Mal. Dem wollen wir jetzt auf die Spur gehen. Wir reden erstmal mit Iron. Wie hieß die Dame nochmal? Does it involve mopping? No, it involves following another ship to Monkey Island. See, Kapitän Madison is just east of us right now. They're brewing the potion to go to Monkey Island. Ah, die haben noch keinen Schädel. So I'm gonna help them finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. No. We don't even want to go to Monkey Island. Golan gave us a perfect excuse to skip it, and now you're about to screw it up. Let's lock him in the hold. Whoa, hang on. Die wollen mich nicht mit der Kanone rüberschießen. Ich wette, das passiert noch. Ich bin, man sieht ja auf irgendeinem Artwork, dass der Schädel geschossen wird. Ich bin ein wenig überrascht, das zu hören. I'm a little surprised to hear this. You shouldn't be. So far, you haven't struck me as the brightest candle in the box. There's nothing on that island except for the secret. The secret doesn't split 6 ways. 7. LeChuck only wants it because of his obsession with that stale glass of milk Guybrush Threepwood. I think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at 1 bell. Fair enough. The matter before the crew is the question of whether we should go to Monkey Island. I vote nay. 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 Aye. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. Das kann ja dann noch dauern. Unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their vote. Wow. Spoilt er jetzt schon? Da müssen wir jetzt alle überzeugen. Rose überreden, ihre Stimme zu ändern, Wiederholung der Abstimmung beantragen. Listen, about that trip to Monkey Island. That we voted against. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. Sie könnten ja auch versuchen, mich zu überzeugen, aber das scheinen sie noch gar nicht zu versuchen. Bist du nicht neugierig, was das Geheimnis sein könnte? Aren't you curious about what the secret might turn out to be? Das ist ja gerade für ein Audio hier. Aren't you? Secrets turn out to be either disappointing or disturbing. That's why people cover them up in the first place. Vielleicht ist das Geheimnis ja etwas, was man teilen kann. Ich könnte dir im Gegenzug einen Gefallen tun. Win-win. Zwinker, zwinker. I could do you a favor in return. Win-win. That's how politics works, right? I don't bargain away my opinions and judgment for cash or favors, Swabby. I'm not for sale. I have a moral center. I've got one of those. It's just kind of small and off to the side. Like a hangnail. Let's hope it doesn't cause you any trouble in your career as a pirate. Not so far. Als Quartiermeisterin solltest du LeChuck gegenüber eigentlich loyaler sein. As quartermaster, it seems like you should be more loyal to LeChuck, who, I will point out, very much wants to go. I've been with LeChuck a long time. Exactly. In the beginning, I really admired the way he saw the world. Als ein persönliches Spielzeug? As his own personal plaything? I don't know, that's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. Wie kann ich die denn jetzt alle überzeugen? I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Lass mal Bob nach seiner Stimme fragen. I'd like to discuss your Dem vote ist on das the noch Monkey vielleicht Island egal. issue. It's nay. I'm afraid going to Monkey Island doesn't really have anything in it for me. Wouldn't the change of scenery be nice? I've seen lots of scenery. How about I make it worth your while? Go on. Ich werde dein bester Freund sein. I'll be your best friend. My best friend will always be the sea. Or maybe Putra. Ich übernehme deine nächste Schicht. I'll take your next shift. If I didn't know better, I'd say you were after my job. No thanks. Ich sorge dafür, dass du auf die andere Segelstange versetzt wirst. Ist das gut? I'll get you transferred to the other yardarm. I've been there. I prefer this one.
Woran hättest du Interesse? Well, what would you be interested in? Well, I've got all I need, but I'm bored. We used to have an entertainment budget, but this fancy new ship is leveraged like crazy, so there are no frills anymore. Entertainment, you say? I'm sure I could come up with something. Entertainment is my middle name. Oh, that's funny. Oh, I do like a good joke. They don't last very long, though. Damit kann man vielleicht arbeiten. What do you like to do for fun? Oh, pretty much anything. I'm easy. Seemannslieder. Sea shanties? What shall we do with the dog? No. Korbflechterei. Basket weaving? Nope. Meditation. Meditation? Not so much. Jodeln. Yodeling? Nah. Mensch, historische Romane. Historical novels? I do enjoy reading. Aha! Schon mal ein Anfang. Biografien. Biographies? I do enjoy reading. Autobiografien. Autobiographies? I do enjoy reading. Wiederholst dich. Abenteuergeschichten. Adventure stories? I do enjoy reading. Reiseführer. Travel guides? I do enjoy reading. Deine Platte hat einen Sprung. Selbsthilfebücher. Self-help books? I do enjoy reading. Krimis. Crime thrillers? I do enjoy reading. Spekulative Fantasy. Speculative fantasy? I do enjoy reading. Liebesromane. Romance novels? I do enjoy reading. Lesen. Reading? I do enjoy reading. Lesen. Reading? I do enjoy reading. Lesen. Reading? I do enjoy reading. Kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Tischlerei. Carpentry? Not really. Themawechsel. Schnitzen. Whittling? Well, no. Holzschuhtanz. Fog dancing? Nope. Bowling. Bowling? Not so much. Flohzirkus. Flea circus? Not so much. Kiel holen. Keel hauling? Not so much. Könntest du dir einfach etwas aussuchen? Could you just pick something? Oh, anything's fine. Stickerei. Embroidery? Nah. Improvisationstheater. Improvisational theater? Nah. Schiffsmodellbau. Model shipbuilding? Not so much. Viehzucht. Animal husbandry? Not really. Animal Husbandry. Klingt falsch. Pfeifen. Whistling? Not really. Jetzt gehen die Optionen aus. Philosophische Diskussion. Philosophical discussion? Nah. Wasserballett. Water ballet? Nope. Gin Romé. Was ist das? Gin rummy? Not really. Damespiel. Checkers? Not really. Was sie Spiel dazu sagen. Ich werde sehen, was ich finden kann. I'll see what I can find. Damit kann man zumindest arbeiten. Dann gehen wir mal... Sollen wir mal die Glocke läuten? Oh, jetzt kommen sie zur nächsten Abstimmung, oder? Bell. Voting hour. Abstimmungsstunde. Ei, das wollte ich doch eigentlich Meeting is nicht. called to order. Are there any Mal matters to be voted on? Following Madison's ship to Gucken, Monkey ob Island. sie ihre Meinung Which geändert vote? haben. Aye. Nay. 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 Nee. Nay. The vote hasn't changed since last Okay, time. es hat sich noch nichts Mill of geändert. Democracy grinds slowly. I warn you, Swabby. Don't waste our time. Ja. Also, Meeting adjourned. jetzt muss ich noch mit der Küchendame und mit dem Satan-Lookalike reden. Vielleicht verändert sich da was. Ich könnte ja auch LeChuck einfach auf sie hetzen. Und ach ja, Flair Gories. Aber sie schuldet mir doch einen What do Gefallen. you want? Ich habe ihr doch das Messer gegeben, oder ne? Woran arbeitest du da? What's that you're working on? It's theme music for LeChuck. I'm sketching out a melody. I'm happy with the first two notes. They're both dough. The repetition emphasizes LeChuck's relentless nature, his dogged pursuit of his goals. It's a quality I admire. Still working on the other notes. My target is 7 total. I'm hoping to work in an augmented fourth to make it sound demonic. Right. I understand completely. You must have some scrubbing to get to, right, Swabby? Was genau für eine Titelmusik? Wofür denn bitte eine Titelmusik? Wie steht es um die Titelmelodie? How's the score going? It would be going a lot better with fewer interruptions. Flair? What is it? Flair? Ich würde gerne den Gefallen einfordern, den du mir schuldest. Ah ja, I'd like to call in that das favor ist you owe. das Stichwort. Favor? Remember I brought you your knife? I was surprised when you didn't vote with me on going to Monkey Island. Ugh, fine. I hate logic. And favors. But I will vote for your stupid plan. Fantastic. Now beat it. I'm busy. Haben wir ja schon mal die erste
Wir müssen allerdings ja alle überzeugen. So. Gehen wir mal in die Schiffskombüse. Das ist zumindest schon mal ein Anfang. So, Putra. Chef, Putra, please call me Chef. Everybody does. Ja, ja, Chef. You? No, Chefkoch. never. But they should. So, Chefkoch. Soll ich dir neues Zahnfleisch besorgen? Wie kommt es, dass dich die Leute nicht Chefköchin nennen? How come people don't call you chef? Because they're a bunch of pedestrian clods who wouldn't know a great meal if it hit them in the mouth. Which, by the way, it often does, if you cook it right. Or wrong. But mainly it's because technically I am a cook, not a chef. It's a job title. Ein Chefkoch ist also besser als ein Koch? So a chef is better than a cook? Not necessarily. I mean, a good cook makes better food than a lousy chef. But being a cook is mostly about mastery of materials and technique, whereas a chef adds artistry, improvisation, and innovation. Anyone who's tasted my boiled monkfish and haggis dumplings should agree that I deserve that title. So ein ausführlicher Vortrag hier. Bekommt ein Chefkoch mehr Geld als ein Koch? Does a chef get paid more than a cook? I mean, yes, but on this ship, not enough to make a difference. It's the principle of the thing. Verdient ihr hier überhaupt was? Also finanziell, ein Chefkoch ist also ranghöher als ein Koch? So a chef outranks a cook? Yeah, of course on a ship this size I'd still be the only one making food, so that part doesn't mean anything. It's just about the recognition. Hast du versucht, eine Beförderung zu bekommen? Vielleicht kann ich die anschwatzen bei LeChuck. Well, have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. I keep the written request handy, complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this. But LeChuck refuses to sign it. Management. Yeah. Wir können das doch einfach unter die Dokumente mischen. Der unterschreibt bei uns doch alles, ohne drauf zu gucken. Ich möchte versuchen, dich bei der Abstimmung über Monkey Island zu überreden. I'd like to try to sway you on the Monkey Island vote. Save your breath, I'm unswayable. There's only one opinion I value, and that's Iron Rose's. She's the smartest one on the ship. Second smartest. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, that's how I'll vote. Thanks for reminding me. Oh. Dann müssen wir einfach Rose überreden, denke ich mal. Kanntest du Gullet gut? Did you know Gullet well? Sure. He and I were the only zombies in the crew until you came along. Die anderen leben also wirklich? Oder das sind teilweise Geister, oder? Wie wurdest du ein Zombie? How did you become a zombie? Oh, the usual way. I was at the Culinary Academy at the time. At first, I thought I was having an allergic reaction to some strawberries. How about you? Me? Ich bin ein angeheirateter Zombie. I'm a zombie by marriage. Good one. I was married once too. I know what you mean. Manchmal vergesse ich, dass ich ein Zombie bin. Sometimes I forget I'm a zombie. I don't. Every time I try to get a decent cooking job at a restaurant or some swanky manor house, they say I'm too green, and they play it off like they're talking about experience level, but I know what they mean. Zombies need not apply. We don't want them rotting near the food. You must have experiences like that. Ja, definitiv. Yes, definitely. Wie auch immer. Anyway, Ich überlasse dich wieder dem Kochen. I'll let you get back to cooking. Yeah. Sollen wir einfach nur Iron Rose überreden oder sollen wir einfach hier ihr einen Gefallen tun? Den Antrag auf Beförderung überprüfen. Putra makes a compelling case for promotion. Anbieten, bei der Beförderung zu helfen. Why don't I see if I can make some headway with your promotion? I think LeChuck likes me. Sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get some entertainment out of it. Was ist das für eine Hand da oben an den Zutaten? Ja. Ich fürchte mal, dass das dann trotzdem nicht klappt und dass ich dann einfach Iron Rose überreden muss. So, machen wir das doch mal. Mischen wir das doch mal Putra makes a compelling case for promotion. hier unter die Dokumente und gucken, ob LeChuck uns nicht einen drüber gibt. Hello. Ja, was zum Stempeln. Paperwork? Okay, hand it over.
I feel like the supply of paperwork is endless. All stamped. Now please give me some peace and quiet. Ist ja richtig freundlich. Es fühlt sich gut an, auch mal selbst hier Ideen zu haben, ohne die Hinweisfunktion zu brauchen. So, jetzt haben wir das doch mal geschafft. Good news, Chef Putra. You're officially promoted. I'm a chef! Chef Putra! Thanks, Swabby. You're amazing. I owe you one. Gibt es jetzt hier verschiedene Optionen. Könnte man Iron Rose überreden oder So, Chef. macht Iron Rose einfach vielleicht auch dasselbe wie sie. Aber ich habe sie jetzt ja schon quasi, ne? Bist du sicher, dass ich dich in der Monkey Island Frage nicht umstimmen kann? You sure I can't change your mind on the Monkey Island issue? I do owe you one, but I'm still voting whatever way Rose votes. Okay. Okay, ja, dann war es ja quasi sinnlos. I'll let you get back to cooking. Yeah. Was hat uns das jetzt gebracht? Nichts wahrscheinlich. Oder sie hat uns vielleicht noch einen anderen gefallen. Können wir... sie schuldet uns immer noch einen Gefallen und wir können da vielleicht später drauf zurückkommen. So, jetzt müssen wir mal ins Krähennest klettern, mit dem Typen da oben reden. Und dann noch gucken, wie wir den Bob und die Iron Rose überzeugen können. Working hard? Never. Zumindest bei zweien schon mal was erreicht. Was ist das für ein Buch? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. What's the book? It's a book of underworld jokes. Jokes from beyond the pale. Unheard of in Erzähl mal einen. Erzähl mal einen. Unterweltwitze hast du gesagt? Sind sie gut? Underworld jokes, you say. Any good? Hilarious. Würdest du das Buch als unterhaltsam bezeichnen? Would you describe that book as entertaining? I would use a shorter word, but yes. Ist nicht so gesprächig, oder? Tut es weh, wenn dein Kopf in Flammen steht? Does it hurt to have your head on fire? I'm a demon. We're sort of all about that. You get used to it. Ist ein Dämon. Kein Geist. Meinst du, du bist bald mit dem Lesen fertig? Think you'll be done reading soon? Nah, I don't really have anything else to do. Könnte es für mich stimmen. Lass uns über dein Votum zur Reise nach Monkey Island sprechen. Let's talk about your vote on going to Monkey Island. Die ist doch Are there any langweilig, oder? particular favors I can do for you? I don't know a lot about your interests. My main interests are sleeping and eating. I try to do both as much as possible. Hast du ein Lieblingsessen? Do you have a favorite food? Oh, yes. Scorched Alaska. ist das? Salty like widow's tears. Sweet like revenge. And fiery like a hot poker to the tongue. Except when Putra makes it, unfortunately. She does not make it hot enough for my taste. Heiß genug oder scharf genug? Ja, vielleicht kann ich sie dazu überzeugen. Also sie schuldet mir was. Vielleicht ist das der Gefallen, den sie mir dann tut. Meinst du, du bist bald mit dem Lesen fertig? Think you'll be done reading soon? No, I don't really have anything else to do. Was deine Stimme angeht? About your vote. It doesn't mean much to me one way or the other. But hey, you scratch my back, I'll scratch yours. You want me to scratch your back? Figure of speech. No need to burn yourself. Do what she something said. nice for me, and maybe I help you. Erzähl mir noch mal vom brennenden Alaska. Tell me again about Scorched Alaska. Prepared correctly, it heißt should er be like a gemacht, hot poker to the tongue. Wenn du deinen Kopf in einen Eimer Wasser steckst, würde das helfen? If you stuck your head in a bucket of water, would it help? Demon fire burns underwater, so no. Okay. Ich nehme an, du trägst keine Hüte. I'm guessing you don't wear hats. Once in a while, I look good in them. Ist das ein echtes For a Feuer few überhaupt? seconds. Ich kann nicht aufhören, über deinen Kopf nachzudenken. I can't stop thinking about your head. I mean, what it would be like to have a head that was on fire. I can help you out with that if you are really curious. Nee. Weiter mit der schlechten Arbeit. Keep up the bad work. Always. Ist auch nicht zu beleidigen damit. Hätte ich nochmal durch das Fernrohr gucken sollen. So, wie kann ich denn jetzt... Habe ich denn irgendwas Unterhaltsames für ihn? Eine Visitenkarte. Können wir ihm die geben? Nein. Dieses Bild. Ich weiß immer noch nicht, was das auf sich hat. Es wird wahrscheinlich noch irgendeine Rolle spielen. Oh, es ist ja auch noch ein Gewitter, Donnerwetter. Ah, wir können ihm die Lektüre anbieten. Would you like to read this pamphlet? Kennt er doch wahrscheinlich schon. I've already read that lots of times. Nein, ich will keinen Hinweis. Ich wollte ihm das geben als Lektüre. Haben wir keine andere Lektüre?
think he should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Wir haben sie ja zumindest schon mal zum Nachdenken gebracht. So, dann gehen wir mal in die Küche. Da ist eine Quizkarte. Schauen wir doch mal direkt. Ich muss jetzt mal wieder eine Frage beantworten. Oh, da habe ich viele Fragen hier offen. Das Geisterhund mit Verdauungsproblem heißt Lola, Madison, Polly, Molly. Genau. Wie gesagt, ich habe die Spiele alle vor vielen Jahren gespielt. Ich weiß das alles nicht mehr so. So, Chef. Was genau ist brennendes Alaska? What exactly is a scorched Alaska? Imagine a dessert shaped like a huge legless jellyfish with a texture like ice cream wrapped in packing foam, and it sets your face on fire when you eat it. Appetizing. Not really. Ich nehme an, du weißt nicht, wie man brennendes Alaska macht. I don't suppose you know how to make scorched Alaska? Of course I can make scorched Alaska. I have to warn you though, it's not going to be very spicy. Das It'll musst be du ändern. You wouldn't like the full strength version anyway. Ich glaube, mit hot meinte er eher scharf, nicht heiß. Ist das ein Übersetzungsfehler vielleicht, oder ist das einfach nicht eindeutig genug? So, Some da ist chefs es ja these direkt. days use dandruff out of a can. But I would never take a shortcut like that. One scorched Alaska, extra mild. Es soll nicht extra mild sein. Kann ich da jetzt irgendwas anderes drauf tun, das morgige I think Abendessen? I'll skip dinner tomorrow. Ugh. It's hard to tell if those are for cooking or combat. It's cute that you think there's a difference. Können wir hier den Dämonenpfeffer Remember what you told nehmen? me about the pepper? It's very, very, very hot. And very empty. Was meint sie damit? Ach, es ist leer. Can I give you a hand washing these? They're still clean. It won't keep anyone out, but it could keep something in. Kann ich denn da jetzt ein bisschen Schärfe reinbekommen? Kann ich das denn vielleicht mitnehmen? Sweet. Ich nehme das mal mit. Aber wie können wir das jetzt scharf machen? Hardly any warmer now. It's kind of soothing in a weird way. Haben wir hier irgendwas, womit wir das würzen können? Yeah. So, Chef. I'll let you get back to cooking. Yeah. Ich glaube, hier ist nichts. Vielleicht mit ihm nochmal reden? Flair? What do you want? Was genau ist deine Aufgabe auf diesem Schiff? Forgive me, but I'm unclear. Ist das eigentlich ein Mann oder eine Frau? What is your job on this ship? I'm the second mate, bosun, Ah, gunner, Frau, ship okay. surgeon, and composer. And Okay. I do the laundry. Wow. Save a little for the rest of us, huh? You after my jobs? Better not be. I need the cash. I'm saving up. Okay, sie werden bezahlt. Ich sollte jetzt nicht denken, nur weil ich sie schon überzeugt habe, dass sie mir nicht noch helfen kann. Deswegen auch mal mit ihr sprechen. Wofür sparst du? What are you saving up for? None of your business, Swabby. Ich wollte dich nach deinem... Ah ja, nein, das hat... I'll leave you alone now. Das haben wir alles Yes, you schon. will. Soll ich ihm jetzt diese Version von dem Essen hier schon mal geben, oder... Muss den Hühnern anbieten? Nicht irgendwas, was wir da reinmischen können, an denen können wir das alles nicht anbieten. It's empty now. Ist mir noch irgendeine neue Interaktionsmöglichkeit entstanden? Das sollte ich nicht machen, oder was? Könnt ihr zweimal läuten? Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. So, was passiert jetzt, wenn ich zweimal... That time again already? Well, let's get to it. All right,
right, you bucket of worthless maggots! Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion. If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. Blah, 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 flame or alive. Blah, blah. Blah, blah, keel hole. Blah, blah, walk the plank. Blah, blah, blah. And another thing. Blah, 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 blah. Dereliction of cruelty. Daggers not rusty enough. Disgrace to the profession of pirating. Blah, blah, blah. Bones into powder and sprinkle them on my cereal. In conclusion, shape up or the eels will be gnawing on your carcass. All right, same time tomorrow then. Dismissed. Sagt er wirklich bla bla die ganze Zeit oder hat Guybrush einfach keinen Bock gehabt, richtig zuzuhören? So haben wir das auch mal gemacht. Dass wir vorher schon wissen, dass er schreit. Ich biete ihm das Essen mal an, auch wenn es ihm wahrscheinlich so nicht schmecken wird. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Ugh, take the monstrosity away. Its bluntness offends me even at a distance. Scotch Alaska must be like a hot poker to the tongue. Ja, was könnte ich denn da drauf tun? Working hard? Never. Keep up the bad work. Always. Wir können nochmal unter Wasser bei dem Typen gucken. I don't have time for that right now. It's all stuff LeChuck has to approve anyway. I better leave it on while I'm on the ship. Kann ich es nicht bestechen? Haben wir denn diesen Schlüssel hier noch? Okay, jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger. Ich nicht sicher bin, was wir machen sollen. Man, looks like it'd be more useful for fishing than stopping. Kann ich ja hier was angeln, aber wie kann ich denn die Schärfe finden? So, mein Freund. Vielleicht können wir mit ihm noch mal reden. He's pretty securely pinned there by the rudder. Can I get you anything? You can get me unstuck from this rudder, thank you very much, you insufferable slug. I don't think so. Okay, weitere Gesprächsmöglichkeiten haben wir hier nicht. Ich weiß nicht, warum das explizit 8 Minuten sind. Hat das irgendwas zu bedeuten? Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie es weitergehen soll. Mal wieder. Möchte aber auch nicht das Hinweisbuch nutzen. So, wie können wir die jetzt überzeugen? Sie möchte nicht mit uns reden. Smells worse than it looks. Looks like it's empty. Freuen uns jetzt mal nicht rüber. Vielleicht sollte ich in den Schädel schon mal rüberschießen. Okay, Murray. I just need one more thing from you. I hope you're not allergic to gunpowder. Of course I'm not. Aber dann, wenn wir ihn jetzt rüberschießen, dann machen die anderen sich ja schon auf den Weg nach Monkey Island und dann müssen wir auch sofort folgen, sonst sind sie ja weg. Dann muss ich es ja auch sofort überzeugen. I better get my hands on LeChuck's map first. Warum? Wir können auch dem anderen Schiff folgen. You okay in there, Murray? When I get out of here, I'm going to fuse both your legs off and use your poisonous fingers to pick my feet. Okay then. Just checking. Warum packen wir ihn dann in die Kanone, wenn wir ihn jetzt noch gar nicht abfeuern wollen? Ready for cannon firing.
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Spieße das brennende Alaska auf das heiße, spitze Ding. That seems promising, but inconvenient for carrying around. Es soll doch nicht auch nur heiß in dem Sinne sein. Es soll doch scharf sein. It's empty now. Soll ich es einfach nur erhitzen? Können es Hardly any aufwärmen? warmer now. Können es in seine brennenden Haare reinstülpen? Ich hätte jetzt gedacht, wir sollen ein Gewürz drauf tun. Aber irgendwie verwirrt mich das. Die sind sich selber nicht so sicher, welche Art, ob sie jetzt Schärfe oder Hitze meinen. Can't you see me be thinking? Make it quick, Swabby! Hardly any warmer now. What do you think you're doing? Stop! Den Schleier nehmen. So, was kann ich denn? Kann ich mit ihm noch was besprechen? What do you want, Swabby? Ich habe vielleicht einen Weg gefunden, nach Monkey Island zu kommen. I may have figured out a way to get to Kann mich Monkey wieder Island. von I überzeugen. spotted another ship making a potion, and we can just follow them. What does that nameplate say? The one there, on my desk. It says LeChuck. And LeChuck is a leader, not a follower. Now get out of here so I can think! Ja, ja, Herr Richfield. So, vielleicht finden wir doch in der Küche was. Hardly any warmer now. Das funktioniert alles nicht so richtig. Die sich gerade am Arsch gekratzt. Ich weiß nicht weiter. Yeah. Ugh. So, Chef, I'll let you get back to cooking. Yeah. Jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger. Gucken wir mal, was wir noch so finden können. At least they don't smell like live chickens. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Ist das jetzt was, wenn ich das jetzt alles wegwische? Macht das jetzt einen großen Unterschied? Dass jetzt sauber ist oder nicht? The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? I already had some chicken. Das Fenster sauber machen, dann kommen wir nicht mal raus. Ich bin mir nicht sicher, was wir tun sollen. I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get mossy. Ich sollte jetzt auch nicht denken, dass die Waschmaschine jetzt komplett unnütz ist, nur weil wir sie schon einmal benutzt haben. Ich wüsste aber auch nicht, wofür wir es jetzt gebrauchen sollen, können. Stop overfeeding Molly, you rotten clods. She has digestive trouble and I'm tired of cleaning it up. Reminder to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. Other methods will not work.
Devil crabs like limbs, apparently. Sehr schöner Soundtrack auch, by the way. So, falls es jemand noch nicht gemerkt hat. Was machen wir denn jetzt so? Können wir einmal die Abstimmung machen? Es steht ja zumindest nicht mehr genauso wie beim letzten Mal. Wir haben ja zumindest eine Person schon überzeugt. Vielleicht macht das ja jetzt schon einen Unterschied. The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. Nay. Nay. Aye. Nay. Nay. That's more ayes than before, but the vote to go must be unanimous. Sorry, Swabby. Meeting adjourned. Naja, immerhin etwas. It's empty now. That looks like a permanent stain. Ugh, smells worse than it looks. Ist hier noch irgendwas, was ich noch nicht bemerkt habe, womit wir noch interagieren können? What do you like to do for fun? Oh, pretty much anything. I'm easy. Reading? I do enjoy reading. I'll see what I can find. Wir können von ihm da oben das Buch nehmen. Das ist vielleicht, wenn ich ihn füttere, gibt er uns das Buch und das Buch gebe ich dann ihm. Dann kann er die Witze lesen. Habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie wir dieses brennende Alaska. Salty? Das heiße spitze Ding. That seems promising, but inconvenient for carrying around. Das heißt, ich sollte das irgendwie tragbar machen. Spitze abschneiden. Ah, tatsächlich. Jetzt haben wir hier glühend heiß. Ja, man sollte immer alle Kombinationen ausprobieren. Das Messer kann man oft gebrauchen. This should make it good and scorching. I don't think I should. I'm not big on fire eating. Jetzt ist es heiß. Nicht im Chili-Sinne, sondern im wahrsten Sinne. So. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Scorched Alaska. Sweet poisonous shades of my shady and poisonous childhood. Jetzt haben wir ihn überzeugt. Er lässt es sich hoffentlich gut schmecken. Seals me inside like a lost love. A masterpiece. Hey, there's some missing. Well... Much respect, Swabby. I am in your debt. I hate being in debt, so... let's just say I'll vote your way next time we talk about that plan of yours. The one with the monkeys. Ja, es ist manchmal dann noch gar nicht so schwer. Man muss einfach nur mit dem Messer irgendwas abschneiden. Lang genug gucken, nicht sofort Komplettlösung benutzen. So, jetzt kann ich das Buch einfach mal nehmen. Would you describe this book as entertaining? I would use a shorter word, but yes. Er will mir einen Gefallen tun, nicht 2. Wenn ich jetzt das Buch nehme, vielleicht votet er nicht mehr für mich. Would you describe this book as entertaining? I would use a shorter. You're not reading this. Can I borrow it? Sure, I'll let you have it for the rest of the day. Thanks. Er scheint kein schneller Esser zu sein. Dann können wir ihm, dem Bob hier das Buch geben. Dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. It's Flambe's Underworld Joke Book. All jokes about demons and otherworldly stuff. Lies mal ein paar Witze vor. It's Flambe's Underworld Joke Book. Geht All scheinbar jokes nicht. about demons and otherworldly stuff. Ich möchte ein paar Witze lesen. Hey Bob, I've got a great book for you. Hey, this looks promising. Thanks. I owe you one. Can I count on your vote to go to Monkey Island? Sure, no problem. How's the book, Bob? Oh, it's very funny. I don't think I've ever heard any of the jokes before. Good. So you're still on my side about the Monkey Island vote, right? Sure, sure. Bob, I confess I'm a little confused about what your job is. I mean, I know you hang up there all day. I'm just not sure why.
as yardarm hanger, I serve as an example to the crew of what might happen if they break the rules. It's an important role, though admittedly not an exciting one. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that. I'm having a crisis. Okay. Can we vote on going to Monkey Island again? You want another vote? Go ring the bell yourself. Ich weiß jetzt nicht, wie wir sie überzeugen können, aber vielleicht überdenkt sie ihre Meinung, wenn sie jetzt sieht, dass alle anderen dafür sind. One bell, voting hour. The meeting is called to order. Wobei die Köchin ist ja auch noch nicht dafür, weil sie ja einfach Rose kopiert. Nay, nay, aye. 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 That's more ayes than before, but the vote to go must be unanimous. Sorry, Swabby. Meeting adjourned. So, wie kann ich jetzt die Rose noch catchen? Das ist jetzt das Schwierigste. Da mir auch so ein bisschen der Anhaltspunkt fehlt. Inspirierende Lektüre. Do you remember giving me this at my orientation? It's got some good stuff in it. Oh, yeah. I put it together myself, you know. No kidding. Betray trust, commit fraud, threaten bodily harm. So unswerving, so unapologetically ruthless. This really takes me back. Me too. Back to earlier today in my case. LeChuck is really an amazing leader. You can hang on to that if you like. No, thanks, I'm good. Now that I've remembered why it is that I'm willing to follow LeChuck anywhere, even when I think he's doing something stupid. Just so we're clear, that means you're gonna vote to go to Monkey Island now? Yes. Even though I know you want me to. Works for me. I think I've got everyone's support now. Time to call for another vote. Okay, das war jetzt eher Zufall, muss ich zugestehen. Aber wir haben alle überzeugt, ohne die Komplettlösung zu benutzen, ohne einen Hinweis zu benutzen oder anzufragen. So, dann können wir jetzt voten und dann fahren wir nach Monkey Island. Dann können wir den Murray rüber schießen. The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. 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 6 in favor, none opposed. I hope you're happy, Grandma. Everybody, get ready. We'll follow the other ship as soon as she gets underway. Yes. Warum nennt sie mich Grandma? So then you went to Monkey Island? Not right away. I still needed to get my hands on LeChuck's map to the secret. Ach so, ich dachte, es reicht erstmal, wenn wir nach Monkey Island kommen. So, everything's more or less ready to go? As soon as Madison's ship gets underway, we'll follow it. I myself wasn't quite ready yet, because I still needed to steal LeChuck's map. Oh yeah! Das heißt, in Seestechen stehen wir hier die ganze Zeit, nur fahren wir gar nicht. How's the book, Bob? Oh, it's very funny. I don't think Wir sind hier nur am Rumstehen und nicht am Fahren. Jetzt können die mir noch weiterhelfen. Flair? What is it? I'll leave you alone now. Yes, you will. So, Chef, I'll let you get back to... Yeah. So, wie kommen wir jetzt an die Karte? These open plan offices are all the rage now. Dann erst schießen wir den Murray rüber. What? Keep your eyes off that map, Swabby. Vielleicht kann ich zweimal läuten, ihn holen und dann quasi abhauen und mich dann hier reinschleichen. Über Umwege. Ich glaube, das müssen wir ausprobieren. Wir müssen ja irgendwie LeChuck irgendwie... Ups, was ist denn jetzt hier? Irgendwie LeChuck aus seinem Büro rausholen quasi. Das machen wir jetzt einfach mal. Aber ich kann mich ja dann, glaube ich, gar nicht bewegen. That time again already? Well, let's get to it. Listen here, you lazy pack of squealing bilge rats. Early
earlier today. In fact, not even an hour ago, I clearly heard someone on this deck mention Guybrush Threepwood. Out loud! If a ship is going to function properly, blah 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 blah. Zumindest ein anderer Text jetzt, glaube ich. Play what a night. Blah blah. Blah blah. Keel hole. Blah blah. Walk the plank. Blah blah blah. Ich merke jetzt erst gerade, dass ich ja mich bewegen kann, während er am Labern ist. Jetzt schnappe ich mir schnell. It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. It's not much of a map. Das abschreiben. There's just some writing on it, but clearly it's important. Warum kann er sich das denn jetzt nicht schnappen? Kann ich das LeChucks Karte tauschen? Wir tauschen es einmal mit der Mob-Baumkarte. So. Und er hat jetzt nicht gemerkt, dass wir uns da einfach weggeschlichen haben, nicht zugehört haben. LeChuck ist so doof, das sollen wir ihm jetzt abkaufen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber naja, wir haben jetzt die Mob-Baumkarte mit der Monkey Island-Karte getauscht. Jetzt können wir Madison Murray zu Madison schießen. Und dann sind wir ja eigentlich schon auf dem Weg, konkret nach Monkey Island, nicht wahr? So. Das war jetzt doch ziemlich einfach. Dafür war dann die Karte gut. Or the eels will be gnawing on your carcass. All right, same time tomorrow then. Dismissed. She's underway. All hands, stand by to make sail. Tage vergehen, jetzt haben sie auch mal endlich was zu tun hier. We're nearly there, me hearties. The fabled shores of fabled Monkey Island. Captain Madison and her associates will have to be dealt with, of course. But our top priority is the secret. Extra grog rations for everyone. Grog. Hey! All right. Threepwood! Hey, das war ein Fehler, das war ein Fehler. Warum hat er denn die Augenklappe abgenommen? I don't see that coming. I want to savor this, so I'm going to let you have the first jab. Jetzt Beleidigungsfechten. Ich hätte gedacht, er lässt uns die Planke entlang gehen. So, du bewegst dich wie ein verwundetes Flusspferd. You move like a wounded hippopotamus. You move like a dead one. Okay, decent comeback. Ich würde sagen, er war ja schon richtig nett auf einmal. Hat gesagt, ihr Lieben, Grog für alle. Du hast weder Strolch noch Dolch. You're all swagger and no dagger. I've got plenty of dagger. Das lässt sich jetzt nicht so 1:1 und gut übersetzen. Das macht ja auch teilweise keinen Sinn. Strolch und Dolch. Das macht keinen Sinn. You don't seem to know how to use a sword. I can't decide if you're waving that thing like a feather duster or more like a mop. Hey, I know that one. Oh, been practicing, huh? What comeback would you use for waving it like a feather duster or like a mop? Mit Mob kennen wir uns doch aus. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Egal, ich schwinge es zum Abschied. So oder so werde ich mit dir den Boden wischen. Either way, I'll clean the floor with you. That's what I thought too. I can't decide if you're waving your sword like a feather duster or more like a mop. Hilft das Kind uns jetzt? Too late to start doing your job now, Swabby. Hey, you're laying a comeback on my comeback? That's gotta be against the rules. You really should keep up on the latest trends. Hi, Threepwood. Ah.
Kann ich verlieren jetzt? Bin ich Game Over? Teil 3, Rückkehr nach Monkey Island. Errungenschaft freigeschaltet. Dass wir den Kampf jetzt verloren haben, ist egal, oder wie? Ich wollte auch eben irgendwas sagen, hab vergessen was. Good thing I can still hold my breath for 10 minutes. More or less. Is it more or is it less? What? You say you can hold your breath for 10 minutes, but then sometimes you say 8. One time I heard you say 12. Which one is it? Well, in my prime, I could do 10 minutes, no problem. Are you in your prime in this story? 8 minutes. Ach, ich wollte schon Now sagen. let me get back to it before the 8 minutes runs out. Es sind 8 Minuten. Warum sagt er denn immer 10 Minuten? Monkey Island, 6 Minuten Fußweg. Müssen wir jetzt den ganzen Weg wirklich laufen? Monkey Island, 6-minute walk. Das sollten wir ja schaffen. Ach ja, das war jetzt eben mit dem Sträuchen durch das erste Mal, dass wirklich was war, was nicht so wirklich hier ins Deutsche 1:1 übersetzbar war oder was jetzt keinen Sinn ergab. Oh, wir müssen jetzt nicht wirklich 6 Minuten laufen, die werden einfach 2 Minuten vorgespult, aber auch auf unserem Timer. Da ist eine Quizkarte, die wir uns jetzt mal schnell einstecken und dann machen wir auch mal schnell. Eben waren hier doch noch viel mehr Fragen. Ach nee, die waren auf der anderen Seite. Wie viele Fragen enthält das Zollformular von Bermuda? Keine Ahnung, 33. Ja, endlich mal wäre es richtig beantwortet. Das war aber geraten. Was kriegt man denn für richtig beantwortete Fragen? 2 Minuten später. Strolch, weder Strolch noch Dolch. Oh, was ist das denn für Hände hier? Nochmal 2 Minuten später. Ist auch nicht so gerade. Ah, hallo du. Nette Krabbe. At last. Wir sind auf Monkey Island. Hello again. Guybrush. Did you miss me? Your secret will be mine. 10 minutes, tops. I just need to take a look at the map I stole from LeChuck. Ich hätte jetzt gedacht, unter Wasser, das wird jetzt ein bisschen fordernder, nicht nur einfach in eine Richtung laufen. Mit der Krabbe können wir auch nicht interagieren. So, wir haben jetzt die Karte. Karte zum Geheimnis. Beginne deine Suche am roten Beerenstrauch. Folge der steinernen Affenhand. Bleib auf dem Weg bei dem Holzhuhn. Schleich dich an den Bienen vorbei. Beachte das Schild. Das X markiert die Stelle. Ein süßes, romantisches Herz. L+E. Aw, it's a heart with L and E, someone romantically carved into the tree. Wer ist denn bloß L? In den Dschungel. Hier ist erschreckend wenig, was wir uns angucken können. Außer diesem L und E nämlich gar nichts. Dann müssen wir jetzt in den Dschungel gehen. Oder gibt es hier noch was? Da ist Murray. Hey Murray, was machst du denn hier? Murray? Is that you? Sorry about the cannon. Oh, it's just a creepy skull. I'll keep this for my Shakespeare Nimm mal einfach mal mit. stuff. I'm no phrenologist, but it seems okay. Warum haben wir immer noch dieses Foto? Ja. Sind die anderen denn jetzt auch hier? Aber sie haben ja die Karte nicht mehr. So. Das ist jetzt Teil 3. Ist das jetzt wirklich nochmal 1/3 des Spiels? Das Schiffswrack ansehen, den gigantischen Affenkopf erkunden. Nach oben gehen, um die Aussicht zu sehen. Jetzt haben wir hier nochmal eine ganze Insel, mit der wir arbeiten können. Zum Vulkanstrand wandern, den mächtigen Vulkan anstarren. That is gazeworthy. Das ist doch herrlich. Schon wieder eine Krabbe. Da ist nochmal Murray. Murray, bist du's? Murray? Is that you? Sorry about getting you mixed up in this. Oh, it's just a weird-looking skull. I'll keep this for Sammel now. ich denn jetzt hier so viele Schädel? Das muss doch irgendeinen Grund haben. I'm no phrenologist, but it seems okay. Nur etwas Treibholz. It's some driftwood that washed up on the beach. I Es can gibt nur relate. Chucks unnötig übertriebenen Schiffsrückkehren. Oh, macht er jetzt auch wirklich? Es gibt keinen Stress, aber Stress hatten wir ja sowieso schon. Vielleicht können wir nochmal mit diesem Gullet interagieren. Abendessen. Yeah, I guess not. Ist jetzt hier auch irgendwas anderes This außer whole tremendous ship is Quizkarten? kind of a floating midlife crisis. Da ist eine Quizkarte auf dem Boden. Habe ich jetzt aber noch nicht geschnappt. Der Timer läuft auch nicht.
So, wir sind wieder am Start. Haben wir die Augenklappe noch? Die Augenklappe ist weg. Die hat er wahrscheinlich über Bord geschmissen. Das heißt, wir dürfen uns jetzt hier nicht nochmal sehen lassen. Aber vielleicht können wir jetzt hier... Ach, ich fürchte, er ist jetzt nicht... Doch, er ist immer noch da. Erkennt er uns denn jetzt? Also mich? I don't know you. I'd remember an ugly mug like yours. My mistake. See you later. No, wait. Only joking. Hang about. Maybe you can give me a hand. I'm a bit stuck. Wie bist du am Ruder hängen geblieben? How did you get stuck on the rudder? I was just doing my job. Breaking in a new swab. That's not bad. Lob. Fob. Gob. Oh, gob. Gob could work. Anyway. Let's just say that upper management took exception to my methods. And here I am. Du sprichst dann immer in Reimen. Der neue Schrubber, den du erwähnt hast, wie war er? The new swab you mentioned. What was he like? Rising star? Diamond in the rough? A useless plank. I don't think he knows one end of the mop from the other. Also, he come down here, stole a knife I was keeping in my back, and left me stuck. Didn't even try to help. Habe ich gesehen, wie du ein Notizbuch in dein Hemd gestopft hast? Did I see you stuff a notebook into your shirt? There's nothing you need to know about. Go away. Was steht in dem Notizbuch? Ist es ein Tagebuch? What's in the notebook? Is it a diary? Look, it's poems, all right? Zombie pirate poems, but they're not finished. I've got some problems to work out with them still. Mit dem Notizbuch hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Kommt er jetzt darauf? Brauche ich das? Aber ich weiß noch gar nicht, dass ich das brauche. Oder es klingt jetzt so, als bräuchte er dieses Notizbuch und fragt jetzt danach. Aber hat das Spiel uns dafür schon Hinweise gegeben? Naja, egal. Kann ich mir bitte deine Gedichte ansehen? Muss ich jetzt Gedichte zu Ende schreiben? Das ist dann wahrscheinlich auch immer schwierig bei der Englisch-Deutsch-Lokalisierung oder in andere Sprachen. Vielleicht kann ich dir bei deinen Gedichten helfen. Maybe I could help you with your poetry? I've dangled a metaphor or two in my day. Well, I am stuck in a few places. For instance, what rhymes with worms? Was reimt sich auf Getier? Das ist ja jetzt dann immer wirklich tricky beim Übersetzen. Mit Strolch und Dolch. Was reimt sich auf Getier? Getier, Revier. Germs. Oh yeah, that could work. Das reimt sich ungefähr so wie Gustav auf Gasthof. Also need an idea for something that grows. Etwas, das wächst. Groll. Resentment. I think that fits. Oh, das passt echt How direkt. about a rhyme for black? Black, Pack. Das reimt sich auf Pack. Wrack. Fanatic. Fanatic. Yeah, that could go in there. I don't think I'd have come up with that on my own. Thanks a lot. I was a bit underwater there, but I think at least I can call the first volume wrapped up now. Habe ich das jetzt im ersten Anlauf geschafft oder ist er mit allen Reimen zufrieden? Oder bin ich einfach ein geborener Literat? Müsst du mir jetzt, wo sie fertig sind, deine Gedichte zeigen? Now that they're finished, would you show me your poems? What? So you can steal them? Oh, I don't think so. Okay. Schreiben geholfen. Honestly, I have no idea why I'm even asking. Zeit läuft. Was passiert denn, wenn die Zeit abgelaufen ist? Wenn du netter zu dem Schrubber gewesen wärst, hätte er dir vielleicht geholfen. Maybe if you'd been nicer to that swab, he'd have helped you. Not him. Sometimes you can just tell about people. Hast du jemals daran gedacht, dass du es vielleicht verdient hast, hier unten zu bleiben, weil du ein grausamer Tyrann mit Selbstwertproblemen bist? Das passt doch eher zu LeChuck, oder? Did you ever think maybe you deserve to be left down here because you're a cruel bully with self-esteem issues? No. Genieße deinen Abend. Enjoy your evening. You're leaving without helping me. When I get out of here, I'm gonna eat what little there is of your brain and use your broken ribs to pick my teeth. Okay. So. Hälfte der 8 Minuten da unten verbracht. So, können wir jetzt da durchgehen? So many fond, greasy memories. They've sealed it shut. Das ist versiegelt. Jetzt müssen wir übers Deck gehen und das könnte schwierig sein. Aber die anderen sind uns ja eigentlich wohl gesonnen, oder? Hi. Hi. You're not welcome on this ship, Threepwood. Warum? Jetzt schmeißt du uns einfach runter. So. Ich glaube, wir sollten noch nicht nochmal hochgehen. Das klappt dann, glaube ich, nicht. Hier ist eine Quizkarte. Wie viele verschiedene Geckos kann man am Affenkopf entdecken? Das kann man alles nicht wissen, wenn man es seit Jahren nicht gespielt hat. 3. Keine
Murray? Murray? Is that you? I hope this doesn't affect our friendship. Oh, it's just a soaked skull. I'll keep this for my Murray skull ist club ganz schön meetup. platt, I'm oder? no phrenologist, but it seems okay. Überall die Schädel. So, was machen wir jetzt? Nein, nein, verklickt. Jetzt müssen wir... Ah, es geht zum Glück schneller diesmal. Jetzt vielleicht noch was anderes, was wir hier machen können. Mal durchgucken. So many fond, greasy memories. Nein! Ach Mensch, immer klickt man einmal zu viel. Thinking thoughts I really ought not. Kann wahrscheinlich mit ihm nochmal interagieren. So, Tempting, but the climb would be beyond even my legendary skills. ich glaube, hier kommen wir jetzt nicht weiter. Klettern wir lieber selber runter. Dann checken wir mal Monkey Island aus. Das scheint ja wirklich nochmal ein... Ich hätte jetzt gedacht, wir wären schon fast am Ende des Spiels, aber sind wir offenbar noch nicht. Das ist der rote Bärenstrauch. Aber wir gucken uns erstmal hier um. Da ist noch ein Schädel. Murray? Is that you? Sorry about flattening you. Irgendwann Oh, it's just a der spooky richtige skull. Mary I'll keep this for muss Halloween. dazukommen. It's a skull I Für found. Halloween. Felsen an der Küste. The rocks around here are treacherous. I have to be careful not to stub my toe. Wilder, zerklüfteter Fels. The age-old battle of rock versus hull only ever ends one way. Das Wrack Ugh, inspizieren. this really puts the wreck in shipwreck. My sympathies to the unlucky captain. Da ist eine Plakette. It says the Sea Monkey. Hey, this is my old ship from Monkey Island 1. Wow, the Sea Monkey. Den brought Titel me von Monkey adventure Island and 1. fame. Oh, I feel like this is a good omen. Ach Either ja. that or this forgotten wreck of a ship discarded on the beach is highly symbolic. Das ist eine Quizkarte. Wie viele Papageien befinden sich neben dem Scurvy Dog Laden? Einer. Das ist jetzt aus diesem Teil oder was? Das wusste ich ja noch. Oder ist es was? Bezieht es sich auf einen anderen Teil? An die Sea Monkey I'd erinnern. love to get the old girl running again. It'd be a great summer project. Den gigantischen Affenkopf erkunden. Jetzt hier noch mehr Schädel, versuchen das alte Schild zu lesen. It's faded over the years, but it still says private property. Murray? Is that you? Sorry about the things I said to you. Oh, it's just a rancid skull. It's a skull I found. Rancid. So, sehr viele Schädel, die wir hier haben. Oh, das sind sie. It's them. I better just stay back and eavesdrop. Can't you just break the security? Thought you were good at this stuff. Keep talking and you'll find out how good I am. Any place, anywhere, any place. Why aren't we waiting in the jungle? Because I need to finish setting up the ritual here. You can go ahead if you want to. And leave you two to plan behind me back? Me don't think so. 3. Though truly it is I, Murray, and I alone who possess the cunning necessary to achieve victory. You keep out of it or I'm hiding your jawbone again. Ich glaube, da müssen wir die anderen Schädel drauf spießen. How come we have to do this right here? It's the best power spot on the island. Place gives me the creeps, and I don't creep easily. Ja, ich sollte mich hier nicht zu erkennen geben. It's faded over the years, but it's still... Da ist noch eine Quizkarte. Wie viele Fische befinden sich in dem Fischschwarm unter LeChucks Schiff, wenn es vor Anker liegt? Das bezieht sich jetzt auch alles auf diesen Teil, oder? Keine Ahnung. 4? Noch ein Schädel. Wie viele brauchen wir denn It's a noch? sea salt encrusted skull. Jetzt weiß er immerhin, dass es nicht Mary Just some ist. old skull. That is gaze worthy. Direkt, dass wir die Schädel alle mitnehmen müssen.
You don't hear much about land pirates, but they're out there. Große Hand. It's a big stone monkey part. I shudder to think about what part I might find next. It's running a little fast. Well, I would have carved a pulley in the middle, but that's just... So, jetzt dran denken, dass die Dinge hier nicht nur Wegzeiger sind, sondern Wegweiser sind, sondern dass wir vielleicht auch mit den Sachen auch interagieren sollen. So, jetzt lesen wir nochmal die Karte. Wir gehen zum roten Bärenstrauch, dann folgen wir der steinernen Affenhand. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. So. War ja schon mal richtig. Die Schädel sich gerade bewegt. So, bleib auf dem Weg bei dem Holzhuhn. I do like honey, but I don't want to escalate the situation. Geschäftiger Bienenstock. Ein Tukan. Der Tukan. Ein malerisches Vogelhaus. I didn't know the island was zoned for housing. Steht da Sackratten. Hilfreiches Schild. Secret this way. It's pretty straightforward, which I Das appreciate. ist, glaube ich, eine Falle. Schleich dich an den Bienen vorbei, beachte das Schild. Ach so, das ist tatsächlich der Weg. Gratis Schaufel. Amazing stroke of luck. A free shovel to dig up the secret with. Was kann da denn bloß noch schief gehen dann? Ist das jetzt auch wirklich schon das Geheimnis? Oh, da ist eine Falle. It's a trap. Was denn für eine Shampoosdusche? Ah, du musst wohl der Schlaue sein. You must be the smart one. This clown won't know LeChuck's secrets, but I guess we could torture him anyway. Wait, Warum haben die da jetzt eine Falle gemacht? Ist die Karte, die LeChuck hat, eine Fälschung? Ist ja wahrscheinlich wirklich eine Falle, oder? Ich kenne viele von LeChucks Geheimnissen. I know plenty of LeChuck's secrets. Do you know LeChuck's theme song, his catchphrase, or his favorite food? Warum wollten die jetzt hier LeChuck fangen? Das verstehe ich nicht so ganz. Nicht direkt. Not exactly. Exactly is important. Ugh, this is going nowhere. We wouldn't even be in this bind if you'd let me kill him on Mêlée. Don't start with me, Lila. Remember, it was me that intercepted the real map on its way to LeChuck in the first place. That's a blank piece of paper. It's encrypted. I can reveal it with a dark magic spell, but I have to have LeChuck's personal information to break the security. As part of the spell, we have to play his music, say his catchphrase, and eat his favorite food. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt beantworten Sie auch meine Fragen. Ich dachte erst, ich wäre zu doof. Aber nein, Sie haben die Karte, aber Sie können noch nicht viel mit anfangen. Ja, wir haben ja den Koch an Bord, wir haben die Komponistin an Bord. Und das werden wir schon alles auf die Reihe bekommen. Ihr könntet ihn aber auch einfach fragen. You could just ask him. Oh, LeChuck is too powerful to face directly. This trap was supposed to catch him off guard so we could get the information out of him. And now we're out of root beer. Kein richtiges Bier. Ich habe eine Menge geschluckt. Vielleicht warten wir einfach eine halbe Stunde. I swallowed a lot. Maybe wait a half hour? Or I poke a hole in you and it squirts out right away. Wir könnten seine Mannschaft nach all diesen Dingen fragen. We could ask his crew about all that stuff? We thought of that. But they are on the ship, and it's enchanted to be unboardable. Only LeChuck and his crew can get on it. Ich war doch auch schon an Bord. Bin mir nicht sicher, ob ich offiziell gefeuert wurde. Well, not sure I was ever technically fired. I mean, I did wind up at the bottom of the ocean, but no one ever said the words, "You're fired." You can get on the ship. Probably. I mean, definitely. Ja, Yes. ich kann auf jeden Fall Fine. gehen. Here's the deal. You find out what we need to know. We decode the map, and we split the secret 4 ways. That's the only Kann man offer, es and I teilen won't make it überhaupt? again. In or out. Was sind die Alternativen? What are the alternatives? We kill you. Ich akzeptiere. I accept. No way! You teamed up with Captain Madison? Well, they were planning to double-cross me, of course. My only option was to do it first. Double-cross them before they could double-cross me. Triple-cross. Dad,
I'd get them what they needed to work the spell on the map, and then I'd find a way to steal it. Remember, it's his theme music, catchphrase, and favorite food. We're camped at the Big Monkey Head if you need anything. Actually, there is one thing. Haben wir die Schaufel jetzt nicht? Können wir die Schädel da schon mal aufspießen? Hey, partner. Hi, Partner. We're ready on our end. Have you So learned LeChuck's ironisch. secrets yet? Nein. Beim Betreten des Schiffs gab es Probleme. I ran into some trouble boarding the ship. Is it the enchantment keeping you off? Good news. We get to kill him after all. No, that's not it. I lost my eye patch disguise, so the crew knows it's me, and they won't let me back on. You need to look like one of them. I know a good spell that can do that. I'll need a secret to build it on. Get me a physical object from one of the crew. Something they would keep hidden from the others. Okay, I'll see what I can come up with. Aber mit der Augenklappe, die Verkleidung kennen sie auch schon. Oder kann ich mich in ein anderes Aussehen verwandeln? Was brauchen jetzt alle Tränke der dunklen Those Magie? must be Lila's disguise-making potions. Also können wir jetzt hier einen Schädel hier aufspießen oder mit Murray reden? Threepwood, I might have known you'd be wrapped up in this. It's just your kind of swamp. Yours too, it seems. I do like the moral black areas. How was your trip to Monkey Island? Damp. People kept dropping me into cauldrons of glop for some reason. But I'll have my revenge on all of them. Especially that withered zombie man on LeChuck's crew. Are you getting a cut of the secret too? They've promised me your skeleton. Minus the head, of course. How is it that you're not flat anymore? What the? How did you know about that? Who've you been talking to? I've got my eye on you, Threepwood. So to speak. Hä? Weiß er gar nicht, dass wir ihn platt gemacht haben? Denkt er, weil er uns nicht erkannt hat oder was? I wonder if this arm bone has anything to do with anything. Ein Armknochen. Funktioniert das, dass der Murray sich einfach ein Skelett Could be a humerus, schnappt? or maybe the ulna. It's hard to tell without some deep forensic analysis. Können ihn einfach mal stumpf schlagen. Ouch! Hey! Ach, wie macht er jetzt verschiedene Töne dann? Ach, da können wir dann ein Lied damit spielen, die Melodie spielen. Re, do, re, mi. Mi. Die Schädel leben alle noch, oder was? So, ich glaube, wir sollten erstmal gehen. Did you bring something secret from one of the crew? Erinnere mich dran, was du brauchst, um eine Verkleidung zu machen. Get me a physical object. Okay. Ja. Come back Das. soon, partner. Ja, It's Partner. faded over the year. Wer weiß er denn, dass sie ihn verraten wollen? Ja, ist wahrscheinlich offensichtlich. So, ein sehr toter Tintenfisch. I'm not even a fan of live squid. Wie lange mache ich denn das Video? Ich würde mal sagen 90 Minuten. Machen wir noch eine Viertelstunde. So, gehen wir mal zum Schiff. Aber was für ein Teil, was könnten die denn meinen? Eine Karte. Das Foto haben wir. Aber wir können da ja eigentlich gar nichts machen. Hier schmeißen die uns direkt runter. Ich versuch's trotzdem einfach nochmal. Threepwood, not so sneaky without your magic disguise, are you? Kann mich nicht lassen. Oh, Mann, ich kann keine Ausnahme machen. So, dann spreche ich vielleicht nochmal mit dem Gullet. So many fun. They've sealed it shut. Andere Möglichkeiten haben wir ja hier gar nicht. Partner. Son. Aber er gilt ja auch als Crewmitglied. What do you want? Kennst du zufällig LeChucks Slogan? Do you happen to know LeChuck's catchphrase? No.
Whenever he's yelling, I get too distracted counting his teeth to pay attention. Got me in trouble a few times. Weißt du zufällig, was LeChuck am liebsten isst? Would you happen to know LeChuck's favorite food? I've got better things to do than watch that guy eat. Weißt du, ob LeChuck eine Titelmelodie hat? Do you know if LeChuck has a theme song? Does the screaming of his enemies count? I doubt it. Then no. Würdest du mir jetzt, wo sie fertig sind, deine Gedichte zeigen? Now that they're finished, would you show me your poems? What? So you can steal them? Oh, I don't think so. So, können wir mit ihm in irgendeiner Form interagieren? Ist er am Kotzen? Können wir ihn ja nicht irgendwie rausholen. Offenbar nicht. Können wir ihm die Gedichte abkaufen? No. Okay, Versuch war es wert. Straightforward. Können ihm die Visitenkarte zeigen. I've got a friend who edits a paper. He might be interested in your poetry. That'd be fantastic. But I'm a little inconvenienced at the moment, you know, stuck on the rudder and all that. Maybe you could show my work to your editor friend? I'd be happy to do that. And let's just keep this a secret between us, if you don't mind. Mum's the word until they're announced. Es hat auch die Visitenkarte ihren Zweck erfüllt. So, ist das denn jetzt schon mal was wir da abgeben können? Oder was genau wollten die jetzt für die Verkleidung? Vielleicht reicht das ja. Gosh, Gullet, your poems. The only possible word is wow. Oh, thanks very much. Erlaubt er uns denn, dass wir es lesen? Gosh, Gullet. Oh, when do you think you might see your editor friend? Bald. Soon. Okay. Genieße deinen Abend. Enjoy your evening. Not likely. So, jetzt ist er uns doch wohlgesonnen. Mal alle Items benutzen. Ich frage mich immer noch, wofür wir dieses Foto brauchen. Das ist doch vom Chefkoch. Was ist denn eigentlich mit den ganzen anderen Büchern, die wir da hatten? Bei Carla. Ich meine, es ist jetzt zu spät, aber ich hätte gedacht, dass wir die alle noch brauchen. Haben wir schon alles gesehen von dem Spiel, aber es gibt ja diesen Writers Cut mit längeren Dialogen und so. Vielleicht spiele ich es einfach nochmal. Es kann ja durchaus sein, dass ich Sachen aus dem Dschungel jetzt auch noch trotzdem brauche, da, wo wir mit der Karte hergegangen sind. Partner. So, reicht das mit dem Buch? Ja, die geheimen Gedichte. I did. Gullet was keeping this under wraps. Oder zählt er nicht als Crewmitglied? Weil er eigentlich ja nicht mehr in der Crew dabei ist. I can see why someone would want to keep this a secret. It's drivel. It's perfect. Aber der wurde doch eigentlich aus der Crew schon gefeuert. Oder nicht? Oder wurde er auch nicht offiziell gefeuert? Einfach nur vom Schiff geschmissen. Ist das Latein? Ooh. Ich habe großes Latinum, aber ich könnte jetzt nicht aus dem On the Fly übersetzen. Was hat sie gesagt? Fantastic. Thanks. Keep us looped in on your progress. Yep, will do. Muss ich diese schlechten Gedichte lesen? What are you still hanging around for? You have a disguise. Go get on LeChuck's ship and come back with some secrets already. See ya, partner. This can't be right. Isn't that a mock tree? I didn't realize you were on a mock quest. Not since my college days. And then I was just experimenting. That's not important right now. Someone messed up, and I think I know who.
Hat LeChuck auch die Karte von Wally? Jetzt kriegt Wally Ärger mit LeChuck. Wie ist LeChuck mit der Rose denn jetzt dahin gekommen, während das Schiff hier steht? Der Mobbaum ist doch ganz woanders. Macht das jetzt Sinn? Das Schiff steht hier, aber sie sind auf der anderen Insel. Oder gibt es auch hier einen Mobbaum auf dieser Insel? Naja, vielleicht nicht zu viele Fragen stellen, aber merkwürdig finde ich es trotzdem. Und Wally kriegt jetzt Stress. So. Und wir sind jetzt direkt auf dem Schiff. Sehr angenehm. Aber das jetzt nicht... Das war ja auch gerade vielleicht nicht der richtige Mobbaum. Aber es hat trotzdem zu einem Mobbaum geführt. Aber auf dieser Insel... Naja, und ich sehe anders aus. Ich sehe aus wie Gilbert. Ich muss dich leider enttäuschen. Am I that obvious? Aber nicht Gilberts Stimme. Practice people skills. Your voice sounds funny. Still a few quarts of seawater in the lungs, I guess. I guess. Anyway, welcome back to the ship. Do me a favor and guard this spot until LeChuck and I and Rose get back. I've almost finished the piece I was working on, and I want to get back to it. Okay, sie sind scheinbar wirklich auf Monkey Island. Ich bin's, Gilbert. Warum solltest du mir das anvertrauen? It's me, Gilbert. Why would you trust me with that? Because you know if you screw it up, I'll stab you again. Psst. Aufgebaute Zaubertränke. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Hey, Bob. Hey, Gullet, you smell cleaner than usual. Diesmal ein Witz vor, bitte. Kennst du zufällig LeChucks Slogan? Do you happen to know LeChuck's catchphrase? I'm trying to be more like him. Well, then you should change your catchphrase every few minutes. I have no idea how he keeps track. Der so viele? Weißt du zufällig, was LeChuck am liebsten isst? Do you happen to know LeChuck's favorite food? No, but Putra probably does, seeing as how she's the cook and all. Right. Wahrscheinlich schon. Und die Titelmelodie macht ja diese andere Flair-Troller. Hat LeChuck eine Titelmelodie? Does LeChuck have a theme song? I'm planning a surprise. Surprising LeChuck doesn't sound like a good idea, but he did say something recently about having a theme composed. I don't know if it was ever finished. Slogan ändert sich ständig, oder was? So, bis dann. See ya. Einfach mal in LeChucks Kabine. Er ist ja nicht da. Gibt es denn hier irgendwas? Irgendwas ist mit dem Schleier noch. Irgendwas müssen wir mit dem machen. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Was war das denn da gerade draus? Also, warum ist denn der Schleier hier, wenn wir den gar nicht benutzen können? Muss irgendeine Funktion haben. Da ist ein Buch. Das Buch war da eben noch nicht. Das ist sein Sloganbuch. Sein Tagebuch. So, jetzt können wir darin seinen Slogan suchen, oder was? Ah, wir können tatsächlich jetzt darin blättern. 24. Mai. Das neue Tagebuch, das Kehlenschneider Kelly mir geschenkt hat, gefällt mir sehr gut. Ich bin beeindruckt, dass ich dieses Geschenk bekommen habe, wo ich doch derjenige war, der Kelly die Kehle durchgeschnitten hat. Ich werde jeden Tag hineinschreiben. Jeden Tag. Nächster Eintrag 5. Juni. Es ist der 5. Juni. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat. Segeln, plündern, terrorisieren und so weiter. 9. Juli. Verrückte Zeiten heute Abend. Die Mannschaft hat Charade zum Thema Was ist deine peinlichste Guybrush-Geschichte um den großen Kessel gespielt. Sehr niedliche Einträge hier. 1. August. Wir haben gerade den 19. Breitengrad überquert, um Bermuda zu terrorisieren. Sind auf ein lästiges Zollschiff gestoßen. Leicht zu überholen und mit Voodoo-Kanonenkugeln zu beschießen. 3. August. Ich habe mich zurückgezogen, bin auf das Deck gegangen, um noch ein paar Sternkarten zu erstellen. Habe einen guten Blick auf den Grogkrug erhascht. 30. November. Sind an der Skull Bay angekommen, haben den Anker geworfen. Putra macht Macaroni mit Käse zum Abendessen. Ich habe mehr von unserer neuen Köchin erwartet. Jetzt ist das schon mal ein Hinweis. Wie viele Einträge sind denn hier? 4. Dezember. Habe heute ein Postschiff angegriffen und versenkt. Was für ein Spaß. Das Meer war mit Fetzen von Weihnachtsgeschenkpapier bedeckt und es sah aus wie ein explodierter Clown. Das hat schöne Erinnerungen geweckt, aber ich habe den Namen des Clowns wohl vergessen. Notiz an mich selbst, mehr Gedächtnisübungen machen. 12. Dezember. Ich probiere einen neuen Slogan aus. Er schaudert die zitternden Holzbeine. Dieser ist viel besser als mein letzter.
19. Dezember. Das neue Hauptsegel sieht zu schön aus. Ich schicke jemanden hoch, um es zu zerreißen und zu zerfetzen, damit es böser wirkt. So, wie viele Einträge haben wir noch? Noch jede Menge. Das lese ich jetzt erstmal nicht alles jetzt auf einmal. Wenn ich es wahrscheinlich früher oder später schon einmal komplett lesen sollte. How's the score coming along? The music's done. I'm just decorating it now. Go back and guard the ship like I told you. Wundert sie sich gar nicht, dass ich wieder hier bin? How's the score coming along? The music's done. I'm just decorating. Kann er jetzt hier mit den Hühnern interagieren? More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of... I've come this far without being pecked to death by ghost chickens. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are großartig mit den more vicious defending their young. Hühnern interagiert haben wir jetzt gar nicht, oder? Jetzt nicht lang. Das ist zugenagelt. Wo ist der Seesack? Wo sind seine Sachen? Da ist eine Quizkarte. Wie lange dauert es, zu Fuß nach Monkey Island zu gehen? 6 Minuten. Sehr gut. Noch viele Quizkarten, aber ich habe doch gar nicht so viele übersehen. So, hallo. You tough old slab of crocodile meat. Somehow I knew you'd make it back. Can I fix you something to eat? Ein schönes, saftiges Steak. A nice, juicy steak? On this ship? I think your head's taken on too much water. Du kochst für LeChuck. Hat er ein Lieblingsgericht? You cook for LeChuck. Does he have a favorite dish? Don't tease me by trying to take an interest. You've never had the slightest appreciation for my talents. You think I just sling hash? Du bist die beste Köchin, die ich je gekannt habe. You're the best cook I've ever known. I got promoted, you ignorant lout. Get out of my galley. Okay, I'm going. Jetzt was Falsches gesagt. Um welches Gericht bittet dich LeChuck am häufigsten? What dish does LeChuck ask you for more than any other? You're just teasing me. You've never had the slightest appreciation for my talents. You think I just sling hash. Du bist die beste Chefköchin, die ich je gekannt habe. You're the best chef I've ever known. Chef? You called me chef? In all the years you've known me, you've never done that before. I don't know what happened while you were overboard, but I like this change in you. Das ist jetzt wie bei Carla. What was it you wanted to know about? Jetzt die richtigen Sachen sagen müssen. LeChucks Lieblingsessen. LeChuck's favorite food. Well, that's easy. Tentacles with daisy sauce. Yeah. Don't blame me. It's not my favorite food. Are we almost to the part about the triple cross? Not quite. Tentacles with daisy sauce. Ah, a classic. Das war einfacher, als ich gedacht hätte. Ach, wir müssen das auch mitbringen. Oder müssen wir denen das nur sagen? Da ist eine Quizkarte, glaube ich. Kannst du mir ein paar Tentakel mit Gänseblümchensoße machen? Can you make me some tentacles with daisy sauce? Sorry, I'm all out of the main ingredient. Kennst du zufällig die Titelmelodie von LeChuck? Do you happen to know LeChuck's theme song? I don't know. Flair's the composer. I think she's on deck duty right now. No. I mean, yes. Sure she is. So, ich habe noch zu tun. Well, I've got work to do. Right. Das ist eine Quizkarte. Sehr viele Quizkarten offen sind, aber die ganzen, wo ich die Fragen nicht wusste. Ne? An der Tür des Toilettenhäuschens ist nichts. Naja. Gehen wir mal hier hoch. Er schläft. I wouldn't want to wake him up. Können wir ihn nicht wecken? Hey, I can see all the way to the giant monkey head. Madison, Lila, and Trent are all talking. They look happy, planning what to do when they're finished with me, no doubt. Well, I'll have the last laugh. These things get more sophisticated every year. Ist denn hier irgendwas, was wir nehmen können? Da ist eine Quizkarte. Doch fast in jeder Szene welche. Der offizielle Name des Voodoo-Ladens lautet Internationaler Markt für Mojo. Hey, ich werde hier noch zum
Quizfachmann. Und wie es hier weitergeht, auf dem Weg zum großen Finale, das seht ihr beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.